Seit mehr als 30 Jahren beobachte und fotografiere ich den Himmel. Um den Sternen so nahe wie möglich zu kommen, musste ich mich von der Zivilisation entfernen, wie viele andere Astronomen auch. Auf diesen Reisen habe ich die Vielfalt eines einzigartigen Planeten kennengelernt, der verloren in der unermesslichen Weite des Weltalls kreist. Die Erde. Diese Highlights der Astronomie möchte ich Ihnen zeigen. Heute wandeln wir auf den Spuren von Galilei. Erste Station ist Padua, wo er zu forschen begann. Es ist kein Zufall, dass Galileo Galilei von seinem Geburtsland Italien aus ein neues Weltbild in Umlauf brachte. Denn der Mathematiker, Physiker und geniale Astronom war zutiefst geprägt von der Kultur der Renaissance, als er seine bahnbrechenden Entdeckungen machte. Sophia Thallas ist Konservatorin am Museum für die Geschichte der Physik in Padua. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie sich für Galilei gegen Ende der italienischen Renaissance der Himmel präsentierte. Es war exakt derselbe Himmel wie der, den wir heute sehen, nur wurde er ganz anders gedeutet. Diese Darstellung des Kosmos geht auf den griechischen Philosophen Aristoteles zurück, der 2000 Jahre vor Galilei das Modell eines geschlossenen Universums skizzierte, in dessen Zentrum völlig unbeweglich die Erdkugel ruhte. Später präzisierte der ebenfalls griechische Sternenforscher Ptolemäus dieses Weltbild. Die Kirche übernahm es und die christlichen Theologen und Philosophen sahen es als das einzige Richtige an. Wo befindet sich die Universität? Da drüben ist die Universität, an der Galilei lehrte. Sie liegt direkt neben dem Palazzo della Ragione, dem Palast der Vernunft. Galilei kommt 1582 nach Padua, im Alter von 28 Jahren. Er fühlt sich sehr wohl in Padua, dessen Universität als ein intellektuelles Zentrum in Europa gilt und verkehrt in der einflussreichen Oberschicht der Stadt. Ich bin sehr beeindruckt, dass Sie mir den Vorlesungssaal von Galilei zeigen. Ja, hier lehrte Galilei. Das ist der berühmte Katheder, an dem er seine Vorlesungen hielt. Damals war er mit Stoff bezogen. Was lehrte er neben Astronomie? Er war als Mathematikprofessor eingestellt worden und unterrichtete Mathematik und Astronomie. Astronomie natürlich auf der Grundlage des ptolemäischen Systems von Aristoteles. Und wie sah es aus? Die Erde im Zentrum des Universums? Genau. Dies ist eine Armillarsphäre aus dem 16. Jahrhundert. Die Sonne ist nicht in der Mitte, richtig? Nein, es ist die Erde, unbeweglich im Zentrum des Universums, umgeben von der Sonne, den Planeten, dem Mond und der 8. Sphäre. Das ist die Fixsternsphäre, die alle anderen innerhalb von 24 Stunden um die Erde mitführt. Alles, was zwischen Erde und Mond geschah, also die sublunare Welt, war meteorologischer Natur. Das heißt, es wurde als veränderlich angesehen. Die jenseits des Mondes gelegene Welt des Himmels hingegen, also die supralunare Welt, war in ihrem Wesen göttlich und unveränderlich, insbesondere die Sterne.
Galilei lehrte also das ptolemäische System, obwohl er von Kopernikus bereits wusste, dass die Realität wahrscheinlich eine andere war. Er war vom kopernikanischen System überzeugt, aber das waren Dinge, die man nur unter Freunden diskutieren konnte. Niemals hätte er etwas gelehrt, das er nicht beweisen konnte. Und es gab damals keinen Beweis für das kopernikanische System. 40 Jahre zuvor hatte der polnische Astronom Nikolaus Kopernikus ein mathematisches Modell präsentiert, in dessen Zentrum die Sonne anstelle der Erde stand. Dieses heliozentrische Weltsystem stand im völligen Widerspruch zu der von der Kirche vertretenen geozentrischen Lehre des Ptolemäus. In weiser Voraussicht ließ Kopernikus sein Werk posthum veröffentlichen. Das heliozentrische System überzeugte Galilei sofort. Aber wie konnte er beweisen, dass Kopernikus recht hatte und nicht Aristoteles? Er betrachtet die Natur völlig unvoreingenommen, weshalb er außergewöhnliche Entdeckungen macht, in der Physik wie in der Astronomie. Wunderbar. Nach der Universität möchte Sofia Thalas mir noch die Scrovegni-Kapelle zeigen, die Giotto di Bondone im 14. Jahrhundert ausmalte. Für sie steht dieses Meisterwerk wie kein anderes für das offizielle und unveränderliche Weltbild der Kirche zur Zeit Galileis. Unglaublich. Die Scrovegni-Kapelle ist ein herausragendes Beispiel für die Darstellung des Universums nach dem ptolemäischen System. Wir sind jetzt ganz im Mittelalter, oder? Ja, Anfang des 14. Jahrhunderts. Giotto malte diese Fresken und das Himmelsgewölbe, die 8. Sphäre, den Fixsternhimmel, alles gemäß dem damals gültigen System. Die Erde unbeweglich im Zentrum des Universums. Und alle Planeten, die Sonne, Mond und Sterne, kreisen um sie herum. Es gibt wohl keine realistischere Darstellung des Himmels. Selbst die Wölbung ist da und die Sterne sind auf dieser Sphäre befestigt. Ja, dieser Himmel ist in allen Gemälden der Kapelle präsent. Das war 3 Jahrhunderte bevor Galilei hierher kam. Es ist fantastisch. Und was ist das da oben? Der Halley'sche Komet. Der Komet stand 1304 am Himmel, als Giotto die Fresken malte. Aber was sahen die Gelehrten damals darin? Etwas, das am Himmel erschien und wieder verschwand, konnte nur ein Wetterphänomen sein. Giotto war auch Namensgeber einer Raumsonde der Europäischen Weltraumbehörde, die 1986 Aufnahmen vom Halley'schen Kometen machte. Dieser wird sich bei uns erst wieder im Juni 2061 am Himmel zeigen. Im Herbst 1604 beobachten alle Astronomen im Sternbild Schlangenträger ein faszinierendes Phänomen. Die scheinbare Begegnung von Jupiter, Saturn und Mars. Was macht Galilei da? Galilei konzentriert sich wie die anderen Astronomen auf diesen Teil des Himmels und beobachtet ein interessantes Phänomen. Ein neues Licht erscheint, das Nacht für Nacht heller wird. Die berühmte Supernova. Damals spricht man von Stella Nova, neuer Stern. Aber eigentlich weiß man nicht, worum es sich handelt. Galilei nimmt Messungen vor und kommt zu dem Schluss, dass der neue Stern ein Fixstern sein müsse. Warum? Weil er seine Position nicht verändert. Aber die Planeten verändern ihre Position Tag für Tag. Genau. Galilei zeichnet alles auf und hält 3 öffentliche Vorlesungen zu dem Thema. Das Problem war jedoch, zu behaupten, dass eine veränderliche Leuchterscheinung in der Fixsternsphäre stattfand, war ein gewaltiger Angriff auf die aristotelische Lehrmeinung. Warum? Nach dem damaligen System war alles jenseits des Mondes unveränderlich, göttlich, perfekt.
fest. Zu behaupten, dass ein Licht erscheint und nach wieder verschwindet, war ein heftiger Angriff. Für Galilei war es nur eine Beobachtung. Er las gerade das Buch der Natur. Aber allein damit attackierte er das bestehende Weltbild. Galilei beobachtete die Supernova mehr als ein Jahr lang. Über 20.000 Lichtjahre in unserer Galaxie, der Milchstraße von uns entfernt, schwand die Leuchtkraft des Sterns innerhalb weniger Monate und er war ab März 1605 mit bloßem Auge nicht mehr zu erkennen. Heute ist der Staub dieses verglühten Sterns nur noch mit großen Teleskopen zu sehen. Er wurde über eine Fläche von 20 Lichtjahren im Weltraum verstreut. Italien ist damals alles andere als eine Nation. Die Seerepublik Venedig und Florenz, die Hauptstadt des Herzogtums Toskana, kämpfen um die Vormachtstellung in Politik, Handel und Kunst. Der Astronom Francesco Bertola erzählt mir, wie Galilei von der Erfindung eines Fernrohrs in Holland hörte, dessen Qualität aber noch sehr zu wünschen übrig ließ. Galilei erkannte sein unglaubliches Potenzial zur Himmelsbeobachtung und entwickelte es weiter. Wir erreichen nun das Arsenale von Venedig. Galilei kam oft her, aber was genau machte er hier? Das Arsenale von Venedig war eine der bedeutendsten Schiffswerften Europas. Hier wurden zahlreiche technische Aktivitäten in allen Berufssparten ausgeführt. Die Leute forschten hier. Es war ein wahrhaftiges Labor. Galilei war sehr fasziniert von der Technik, von der Technologie. Er kam oft hierher, ebenso um zu lernen wie um zu lehren. Apropos Technologie, sein berühmtes Fernrohr sieht ja recht simpel aus. Wie funktioniert es eigentlich? Ja, es ist ein sehr einfaches Instrument. Es handelt sich um ein 1,5 Meter langes Rohr mit einer Linse an jedem Ende. Eine konvexe Linse wie in einem Objektiv vorne und eine konkave Linse wie in einem Okular hinten. Am 21. August 1609 lädt Galilei angesehene Bürger von Venedig auf den Glockenturm des Markusplatzes ein, um sein Fernrohr zu testen. Professor Francesco Bertola hat eine Überraschung für mich. Er hat mir eine originalgetreue Nachbildung von Galileis Fernrohr mitgebracht. Das ist es. Mit seinem Okular, seinem Objektiv. Das Sichtfeld ist wirklich winzig klein. Es ist schwer, damit etwas zu beobachten. Unglaublich. Es vergrößert, und zwar ungefähr 10-fach. Das Bild ist ziemlich hell. Bei Menschen in Bewegung ist das Ergebnis wirklich beeindruckend, weil man das Gefühl hat, sich ihnen zu nähern. Es geht nicht spurlos an einem vorbei, durch so ein Gerät zu schauen. Überzeugend. Ihr Fernrohr funktioniert, Herr Galilei. Es ist Tag, Galilei zeigt keine Sterne. Was sehen die Venezianer durch sein Fernrohr? Galilei zeigt ihnen die Landschaft rund um Venedig. Chioggia, die Kirche von Murano. Und sie erkennen Menschen, ganz klein, wie sie aus der Kirche herauskommen. Sie sehen offenbar sogar die Basilika Santa Giustina von Padua. Aber können die Leute wirklich glauben, was sie da durchs Fernrohr sehen? Das Gesichtsfeld ist winzig, das Bild verzerrt, unscharf, verschwommen. Werden diese Eindrücke von den Leuten überhaupt akzeptiert? Manche weigern sich sogar hindurchzusehen, weil ihnen das alles unmöglich erscheint. Aber selbst wenn das Gesichtsfeld sehr klein ist, was man darin erkennt, ist sehr realistisch. Nur 3 Tage nachdem Galilei sein Fernrohr auf dem Markusturm sowie auf mehreren anderen Türmen der Stadt vorgeführt hatte, lädt er am 24. August 1609 die Dogen von Venedig zu einer Präsentation vor ihrem Palast ein.
Galilei unterstreicht den militärischen Nutzen seines Fernrohrs. Die Dogen sind begeistert. Galilei schenkt ihnen das Fernrohr. Zum Dank verdoppeln sie sein Gehalt und bieten ihm eine Anstellung auf Lebenszeit an der Universität von Padua an. Nach diesem Triumph kehrt Galilei nach Padua zurück und beobachtet von nun an den Himmel mit seinem Fernrohr. Was sieht er? Im September beginnt er, den Mond zu beobachten und entdeckt, dass er eine raue, gebirgige und zerklüftete Oberfläche hat, ähnlich wie die der Erde. Das war eine große Revolution, insofern als gemäß der Theorie von Aristoteles der Mond ein perfekter und glatter Körper ist und Galilei das Gegenteil beweist. Es gelingt ihm sogar, die Höhe der Berge zu berechnen. Galilei perfektioniert daraufhin sein Fernrohr und zu Beginn des Jahres 1610 beginnt er, den Planeten Jupiter zu beobachten. Zu seiner großen Überraschung entdeckt er, dass Jupiter von 4 Monden umkreist wird, die er als die 4 Medici-Sterne bezeichnen wird. Er veröffentlicht diese Ergebnisse umgehend in seinem Werk Sidereus Nuncius. Es ist ein herausragendes Werk in der Geschichte der Wissenschaft und der Menschheit schlechthin. Dieses Buch enthält auch seine Erkenntnisse über den Mond und die Beschaffenheit der Milchstraße. Dank seines Fernrohrs entdeckt Galilei, dass die Milchstraße aus einer Vielzahl von Sternen besteht. Eine Revolution. Denn zu jener Zeit ist die Kirche, basierend auf der Lehre des Aristoteles, der Auffassung, dass die Milchstraße eine Art Nebel sei, der in den Himmel aufgestiegen ist, um zu verglühen. Ein irdisches Phänomen also. Aber Galilei zeigt, dass die Milchstraße und ihre unzähligen unsichtbaren Sterne Teil des Kosmos sind. Als Galilei durch das Fernrohr sehr viel mehr Sterne erkennt, als mit bloßem Auge zu sehen sind, nimmt er da den Kosmos als Raum wahr? Glaubt er an seine Unendlichkeit? In ihm keimen Zweifel auf, dass die Sterne alle dieselbe Entfernung zur Erde haben und fix sind, wie man damals annahm. Aber es sollte noch 40 Jahre dauern, bis sich die Idee des unendlichen Kosmos voller Sterne durchsetzen sollte. Gegen Ende der Renaissance ist Florenz die Hauptstadt des Großherzogtums Toskana. Unter den Medici blüht sie auf. 1610 fasst Galilei seine Beobachtungen in seinem Buch Sidereus Nuncius zusammen, zu Deutsch Sternenbote. Galilei widmet es Cosimo II. De Medici, Großherzog von Toskana. Er tauft sogar die 4 Jupitermonde, die er gerade in Padua entdeckt hat, Medici-Sterne. Warum? Er sucht einen neuen Mäzen, um sich ganz seinen Forschungen widmen zu können. Und es klappt. Der Großherzog beruft ihn als Mathematiker und Philosophen an den Hof. Im selben Jahr, 1610 also, siedelt Galilei nach Florenz über. In Begleitung der Historikerin Sara Bonecchi mache ich mich auf den Weg zur Kathedrale Santa Maria del Fiore mit ihrer mächtigen Kuppel. Doch zuvor erklimmen wir die 414 Stufen hinauf zur Aussichtsplattform, von wo wir die Stadt und ihre Geschichte gut überblicken können. Kann man das Buch Sternenbote als populärwissenschaftliches Werk der damaligen Zeit bezeichnen?
4 Jahrhunderte nach Galilei hat man noch immer das Gefühl, dass das Buch absolut jeden anspricht. Nein, man kann nicht von einem populärwissenschaftlichen Werk sprechen. Es ist in lateinischer Sprache verfasst und richtet sich an Gelehrte, denn nicht alle Menschen beherrschen Latein. Damals hatte der Begriff Vulgarisierung eine ganz andere Bedeutung als heute. Der Großteil der Bevölkerung konnte weder lesen noch schreiben. Deshalb kann man den Begriff nicht so verwenden wie heute. War die Veröffentlichung des Sternenboten wirtschaftlich gesehen so etwas wie ein Bestseller? Gab es eine hohe Auflage? Es gab 550 Exemplare und kaum standen sie zum Verkauf, waren sie auch schon vergriffen. Galilei schaffte es gerade noch, dem Großherzog ein Exemplar überbringen zu lassen. Nach wenigen Tagen war es vergriffen. Aber ein Buch zu veröffentlichen war damals keine Einnahmequelle, wie heute die Veröffentlichung eines Bestsellers. Rund 20 Jahre vergehen. Das neue Weltbild von Galilei kommt allmählich in ganz Europa in Umlauf. Und das umso leichter, als sich jeder mit einem Blick durch ein Fernrohr von den Mondbergen überzeugen kann, von den Jupitermonden, den Sternen der Milchstraße. Die Kirche erkennt zunehmend, dass Galilei einen gefährlichen Schatten auf ihr unantastbares Dogma wirft, welches die Erde zum Mittelpunkt des Universums erklärt. Sein Erfolg macht ihn so übermütig, dass er immer offener behauptet, dass er mit seinen Beobachtungen den Beweis für das kopernikanische Weltsystem in den Händen hält. Dies war bis dahin lediglich eine mathematische Hypothese unter vielen anderen. 1633 wurde die Theorie des heliozentrischen Weltbildes von Kopernikus für ketzerisch erklärt. Die Kirche in Rom verurteilte Galilei. Ihm wurde vorgeworfen, ein Komplize von Kopernikus zu sein, da er dessen Theorien mit seinen Beobachtungen unterstützte. Sidereus Nuncius enthält die Ergebnisse von Galileis Beobachtungen und zeigt das Universum so, wie es ist. Indem er nachweist, dass die Thesen von Kopernikus wahr sind, attackiert er die Philosophen und Theologen jener Zeit, welche als einzige befugt waren, die Natur zu beschreiben. 1633 wird Galilei von der Kirche in Rom zum Hausarrest auf seinem Landgut in Arcetri verurteilt, ganz in der Nähe von Florenz. Begleitet wird er von 4 seiner Schüler und auch das Kloster, in dem seine Töchter leben, ist nicht weit entfernt. Es war eine eher milde Strafe, die nicht einmal von Papst Urban VIII. Unterzeichnet wurde. Galilei konnte inoffiziell seine Forschungen fortsetzen und sogar seine Werke in Holland veröffentlichen. Bevor ich Florenz verlasse, mache ich mich auf den Weg zum Observatorium in Arcetri, wo der Gelehrte seinen Lebensabend verbrachte. Der Astronom und Galilei-Spezialist Francesco Palla wird mir hoffentlich helfen können, das letzte Rätsel des großen toskanischen Gelehrten zu lösen. Wenn man sich die Zeichnungen im Sternenboten anschaut, ist man überrascht, wie präzise Galilei beispielsweise die 4 Jupitermonde zeichnet. Kaum zu glauben, wie ihm das mit einem einfachen Rohr mit 2 Linsen gelungen ist. Er will den Kopf nicht bewegen. Erst zeichnen, dann durchs Fernrohr schauen und wieder zeichnen. Deshalb erfindet er ein Werkzeug, mit dem er mit beiden Augen gleichzeitig arbeiten kann. Mit dem einen beobachtet er und mit dem anderen zeichnet er sofort alles, was er durch die Linse sieht, auf ein Stück Papier, das er ein Stück weit entfernt anbringt. Anderen scheint er nicht sehr viel über seine Methoden verraten zu haben. Oh ja, er macht alles heimlich und erzählt nicht viel über seine Techniken. Seine Kollegen und all jene, denen er Nachbildungen seines Fernrohrs geschickt hat, machen nicht dieselben Beobachtungen wie er. Sie fragen ihn, wie sie es anstellen müssen, und er antwortet gleichgültig:
Versuch, ein Mittel zu finden, damit du nicht so wackelst. Nimm einen Ast oder Pfosten als Unterlage für das Fernrohr. Dann vibriert es nicht so. Er selbst arbeitet aber gar nicht so. Tatsächlich will er den anderen immer einen Schritt voraus sein. Mit dem heliozentrischen System veränderte Galilei nicht nur das Weltbild, sondern stellte vor allem ein festgefahrenes Denksystem auf den Kopf. Vor ihm durften Mathematiker die Gesetze der Natur nicht beschreiben. Dies war allein den Theologen vorbehalten. Seine Forderung, Phänomene mit den Mitteln der Physik zu entschlüsseln, stieß diese Ordnung um. Es war die Geburtsstunde der modernen Astronomie. 4 Jahrhunderte später erforschen die Astronomen das Universum noch immer auf den Spuren Galileo Galileis.